Auf der Empore patrouillieren Wächter mit geladenen, schussbereiten Gewehren. Die Atmosphäre ist so gespannt, dass phasenweise ein Aufstand befürchtet wird. Cash hat die Sache im Griff, er kann mit seinen Liedern aufheizen, er kann aber auch Witze machen und beruhigen. In meiner heutigen Story erzähle ich weitere Details zum Konzert in San Quentin und zum größten Einzelerfolg A Boy Named Sue. Du willst die Story überspringen, dann nutzt die Kapitelmarkierungen in der Zeitleiste. Ich freue mich aber, wenn du dran bleibst. Ich bin Thomas und nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. Lasst euch eins gesagt sein, Leute. Wenn man sich dem mächtigen Stahl- und Betonbau nähert, wenn man sich ihm bloß nähert, versteht man, was mit Bad Vibes gemeint ist. Das ist ein Zitat von Ralph Gleason, einem der Gründer des Rolling Stone Magazins, der als Journalist für den San Francisco Chronicle über das Konzert berichten sollte. Bad Vibes gleich schlechte Schwingungen oder negative Ausstrahlung. Schau dir bitte dazu auch gerne nochmal mein Video aus San Quentin mit dem gleichnamigen Song an. Das Live-Album, was in dieser Atmosphäre von Bad Vibes aufgenommen worden ist, verkaufte sich über 6 Millionen Mal. Es war Cashs größter Erfolg und laut Columbia Records mehr als jeder Künstler oder Künstlerin im Jahr 69 erreicht hat. Es war auch ein Filmteam aus England anwesend für eine TV-Dokumentation und dazu der Fotograf Jim Marshall, der schon in Folsom Prison mit dabei war. 2006 wurde der komplette Live-Mitschnitt inklusive dieser Dokumentation erstmals gemeinsam auf den Markt gebracht. Übrigens auch vom Konzert at Folsom Prison. Beides finde ich persönlich sehr empfehlenswert zum Hören und auch zum Anschauen. Übrigens, Jim Marshall war es auch, der von Cash eine der bekanntesten und berühmtesten Fotografien während des San Quentin Konzertes von ihm gemacht hat. Ich glaube, ihr kennt sie alle. Ich halte sie mal hoch. Die hier meine ich. Der Anlass dazu war, dass das Filmteam ihm die Sicht auf das Publikum versperrt hat. Die Aufnahme spielt in den 90ern nochmal eine Rolle. Dazu werde ich aber in einem anderen Video erzählen. Zum Song. Shel Silverstein war kurz vor dem Konzert, genau genommen 5 Tage vor dem Konzert, bei den Cashs zu Gast, präsentierte seinen Song A Boy Named Sue, den er Ende 68 komponiert hat, übrigens nach einem echten Vorbild, einem Richter aus Tennessee mit dem Namen Sue Kerr Hicks. Das war also dieser Junge namens Sue, woraufhin Shel Silverstein die Idee zu dem Lied hatte. Er hatte es im Dezember 68 selbst aufgenommen, allerdings ohne nennenswerten Erfolg und hat jetzt gehofft, dass Cash mehr Öffentlichkeit damit erreichen würde. June hatte dann kurz vor dem Konzert die Idee, den Song mit aufzunehmen. Cash konnte den aufgrund der Zeit dann gar nicht mehr auswendig lernen, hat ihn während des Konzerts vom Text abgelesen und nichtsdestotrotz, es wurde der größte Einzelerfolg als Single-Auskopplung aus diesem Album, hat es sich alleine über 3 Millionen Mal verkauft, dazu goldene Schallplatten und 2 Grammys. Ich singe den Song heute unzensiert, also ohne dieses Piep bei bösen Wörtern und präsentiere am Schluss noch 2 alternative Enden. Übrigens gibt es auch von dem Lied eine sehr tolle deutsche Version, fast wörtlich übersetzt und man höre und staune von Mike Krüger. Was zum Schmunzeln also. Jetzt zum Song. Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to my ma and me, just his old guitar and an empty bottle of booze. Now I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that my daddy ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and he got a lot of laughs from lots of folk. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard and my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars. I searched at honky-tonks and bars and killed that man that gave me that awful name.
Well, it was Gatlinburg in mid-July. I just hit town and my throat was dry. Thought I'd stop and have myself a brew. At an old saloon on a street of mud, there at the table dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that Snake was my own sweet dad from the worn-out picture that my mother had, and I knew that scar on his cheek on his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold, and I said, "My name is Sue. How do you do? Now you're gonna die." Yeah, that's what I told him. Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth. We crashed to the wall and into the street, and kicking in the gutter and in the mud and the blood and the beer. Well, I tell ya, I fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss. He went for his gun, I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. And he said, "Son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye, and I knew you have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong." He said, "Now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now. I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye, 'cause I'm the son of a bitch that named you Sue." What could I do? I got all choked up and I threw down my gun. I called him my pa and he called me a son. And I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill, George, anything but Sue. I still hate that name. So, in den 70ern hat Cash ein alternatives Ende geschrieben. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him John Carter Cash. Und später ein zweites alternatives Ende. And if I ever have a boy, I think I'm gonna name him after you. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meiner nächsten Folge wieder. Ich habe in den letzten Videos so oft die Drogensucht von Cash erwähnt, dass ich jetzt gerne eine Folge zu diesen 10 Jahren unter Drogen auch produzieren möchte und habe mir dafür den Song, der am allerbesten, finde ich, zu dieser Situation passte, ausgesucht, nämlich Hurt. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.